Hallo Leute, Gruß aus dem Münsterland. Heute treffen wir uns hier nochmal, um einige Mythen, was die Maxvan anbelangt, ja, vielleicht aufzuklären, auszumerzen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Die Maxvan ist, das wisst ihr inzwischen, mein absoluter Favorite, was an Lüftungsanlagen an einem Wohnmobil anbelangt. Die Maxvan ist die einzige Lüftung, der ich bescheinige, ich persönlich, was andere machen, ist egal, dass die eine Alternative zu einer Dachklimaanlage ist. Sie kühlt nicht effektiv, das wissen wir alle, das sollte man wissen, weil sie hat keine Kühlelemente. Was sie aber macht, sie läuft mit 12 Volt. Sie läuft sparsam, sie läuft vollautomatisch, sie ist regendicht, sie kann während der Fahrt geöffnet bleiben, sie holt die Stauhitze aus dem Fahrzeug und sie sorgt nachts für eine angenehme Kühlung. Was macht sie und warum macht sie das? Erstens mal schalte ich jetzt einfach mal die Maxvan an. Und zwar geht sie jetzt an, sie ist jetzt auf 40%, ich bin jetzt im manuellen Modus. Ich kann hier über die Fernbedienung sagen, ob sie die Luft rein oder rausblasen soll, ob sie automatisch arbeiten soll, ob sie händisch arbeiten soll. Ich habe die gleichen Bedienelemente nochmal hier unten drunter. Ich kann sie auch per Hand auf und zu machen, für den Fall, dass mal kein Strom da ist. Da ist also alles geregelt. Das ist jetzt die Variante in Tint. Tint heißt einfach nur getönt, ist die sogenannte klarsichtige Variante. Sie ist nicht ganz klarsichtig, weil sie halt eben grau getönt ist. Diese Anlage hat einen Stromverbrauch zwischen 3 und maximal 4 Ampere, dann sind wir aber auch weit durch. Jetzt gibt es inzwischen den Mythos, die Anlage ist total schlecht, die kommt nicht mit Überspannung klar, geht dabei kaputt. Was es da gerade für Videos gibt, ist schon wirklich atemberaubend, was man da hört und wie sich Leute darüber aufregen. Faszinierend. Jetzt kann ich euch sagen, ich war zweimal unten in Bassano del Grappa. In Bassano del Grappa sitzt die Firma Erxel, das ist der europäische Headquarter für die Maxvan. Und dort wurden Versuche gemacht. Mit 16 Volt Dauerspannung wurde die Anlage laufen lassen, über Tage, über Wochen. Es ist einfach nichts passiert. Wechselnde Spannungen zwischen 13, 14, 15, 16 Volt. Zwar hat die Firma Erxel eingeräumt, dass sie ein Problem mit der Platine haben oder beziehungsweise hatten. Dafür haben wir aber ausreichend Ersatz für unsere Kunden, wenn es ein Problem mit der Platine gibt. Vorbeikommen, austauschen, wieder wegfahren. Tschüss, ist nun mal passiert, geht nicht anders. Aber allein aus dieser Hetze gegen die Maxvan, was das doch für ein Mistding wäre und dass die nicht funktionieren würde mit den neuen Lithium-Techniken und so weiter, haben wir gesagt, okay, jeder, der jetzt eine Maxvan bei uns bekommt, bekommt auch automatisch gleich einen DC-DC-Wandler. Diesen bieten wir übrigens auch in der Nachrüstung an, kostet 49 €, dann kann er nachgerüstet werden. Wir haben Lithium-DC-DC-Wandler, die können bis 5 Ampere, das sind eigentlich auch für eine Heizung alles ausreichend. Warum es einzig und allein Probleme geben kann, und das sagt zum Beispiel auch die Firma AST für ihre Zuziehhilfen, ist die Tatsache, dass im Spannungsbereich des Standby-Betriebs reden wir von Millivolt. Und wenn da eine Spannungsspitze kommt, die ist erheblich schlimmer als im laufenden Betrieb. Das heißt also, da kann es zu Problemen kommen. Wenn aber euer Wohnmobilhersteller nicht in der Lage ist, in eurem Fahrzeug eine vernünftige Spannung zur Verfügung zu stellen, dann können wir doch nicht der Firma AST, der Firma Maxvan oder der Firma Truma die Schuld dafür geben. Das ist doch, ja, da sucht sich irgendjemand oder ist irgendjemand ganz besonders schlau und so schlau bin ich nicht. Ich kann nur sagen, ich war unten in Bassano, ich kann garantieren, dass ich die Tests gesehen habe, dass nichts passiert. Wir haben sie auch bei uns in der Werkstatt über mehrere Tage laufen lassen. Wir kennen das Problem nicht. Ich habe bis heute noch keinen DC-DC-Wandler in meinem Fahrzeug drin. Darum, die Maxvan ist das einzig wahre. Ich kann rein und rausblasen. Reinblasen tue ich, wenn ich auf die Toilette muss oder wenn ich in der Küche was mache. Dann erzeuge ich einen Überdruck und die Luft verschwindet direkt wieder raus aus dem Fahrzeug durch ein leicht gekipptes Fenster. Rausblasen mache ich tagsüber, wenn ich die Stauhitze aus dem Fahrzeug raus haben will. Mit 10% reinblasen mache ich nachts, damit ich durch den Peltier-Effekt auf der Haut eine angenehme Kühlung habe und gut schlafen kann. Nochmal, ich kann nicht aktiv kühlen, aber ich habe einen Kühlungseffekt durch Physik. Die Maxvan ist die einzige Luke, die während der Fahrt aufbleiben kann. Es kann nichts reinkommen. Hier ist das erste Gitter, da ist das zweite Gitter. Ich kann mit ganz wenigen Handgriffen bin ich in der Lage, das Hauptgitter hier unten drunter einfach zu lösen.
eben sauber zu machen und wieder rein damit. Jetzt sieht man, hier läuft gerade drin der Lüfter gepflegt vor sich hin, der übrigens auch kaum zu hören ist. Die Maxwell ist ausgesprochen leise, zumindest in den unteren Stufen. Wenn ich stelle sie mal einmal auf 100%, dass man das auch mal kurz hört. Dann hört sie sich so an, dann hört man, dass sie arbeitet. Im Moment bläst sie die Luft rein und zwar recht massiv. Und ich kann aber auch einfach sagen, tagsüber ein Knopfdruck und die Luft geht nach draußen. Es kommt immer etwas Licht durch die Luke rein von oben. Das möchte ich euch mal eben hier am Fahrzeug zeigen. Das ist übrigens der Eurocarry. Ich sage gleich noch mal eben 2 Takte zu den Schnellverschlüssen. Hier sehen wir einfach, wir haben ein alternatives Rollo dafür genommen, und zwar von der Firma Fiamma. Das ist sehr, sehr günstig und macht tatsächlich wirklich lichtdicht. Wir haben hier an der Seite Lüftungsschlitze, heißt, die Anlage läuft sich nicht tot. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Darum raten wir dringend davon ab, das Originalrollo von der Mini-Heki zu nehmen, denn damit könnte sich die Anlage einfach tot oder heiß laufen. Das Ganze gekrönt natürlich mit unserem Vorhang, mit unserem Heckling. In diesem Fall unser Vorhang aus, wie heißt der Stoff nochmal? Softshell hieß das Wort. Von innen weich, von außen regenabweisend. Und dann noch als letztes vielleicht einmal ganz kurz gezeigt. Das ist der Eurocarry. Das sind die Schnellverschlüsse, die es nur bei uns gibt. Abschließbar, nicht abschließbar. Das heißt, ich mache das ganze Ding zu. Das ist eine Sache von Sekunden. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will an die andere Seite, dann mache ich das einfach. Dann gehe ich an die andere Seite. Einfach egal, welche Seite ich öffnen will. Hiermit geht's. Und durch diese beiden abschließbaren Riegel, hier ist der zweite abschließbare, bin ich in der Lage, auch noch einen Einbruchschutz herzustellen. Das heißt, A, kann nicht mehr der ganze Träger geklaut werden mit den Fahrrädern und B, komme ich nicht an die Hecktüren bzw. an die Fenster ran. Das aber nebenbei. Hier geht es heute um die Maxvan. Und bei mir ist die Maxvan eigentlich über das gesamte Jahr geöffnet. Ich habe sie eigentlich nie zu. So habe ich immer frische Luft im Fahrzeug, keine Feuchtigkeit, kein Laub, kein nichts. Leute, wenn ihr Zweifel habt bei der Maxvan, ruft uns an. Wir stehen Rede und Antwort. Meine Empfehlung ist es zu 100%. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.